Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Sebastian. Heute zur zweiten Folge des Pinball-Tutorials mit Unity. In der ersten Folge haben wir den Automaten aufgebaut und für die Bewegung der Pedal gesorgt. Wir konnten sogar schon ein bisschen rumschießen, wenn auch nicht wirklich spielen. Das soll sich heute schon ein bisschen ändern. Wir werden einige Einbauten hinzufügen. Unser Pinball-Controller wird seine ersten Zeilen bekommen. Wir werden zum Start ein Highscore-Fenster anzeigen und von dort das Spiel starten. Und auch den Ball werden wir schießen können. Wir schauen uns zunächst mal an, wie wir unser Spiel weiter aufbauen wollen. Den Pinballtisch und die Pedal haben wir bereits. Du siehst, hier kommen schon einige Verbindungen zwischen einzelnen Klassen zustande. Deshalb würde ich bei größeren Spielen meist ein eigenes Eventsystem einsetzen, um zu viele dieser Abhängigkeiten zu vermeiden. Das Spiel hier wird aber eher klein und es ist eher ein Anfänger-Tutorial, daher werde ich hier auf ein eigenes Eventsystem verzichten, aber möglicherweise hier und da Unity-Events einsetzen. Bevor es weitergeht, noch eine Bitte. Mein Kanal hat doch einige regelmäßige Zuschauer, aber wenig Abos. Um gesehen zu werden, sind Abos aber ein wichtiger Faktor. Wenn du also sowieso regelmäßig zuschaust, dann würde mir dein Abo sehr helfen. Du würdest auch nichts mehr verpassen. Also, jetzt geht's dann aber gleich los. Ein paar Sachen habe ich in dieser Folge schon zuvor gemacht, damit das Tutorial nicht zu lang dauert. Die gehen wir jetzt zusammen durch. Seitenwände habe ich hinzugefügt, das heißt die Rückwand dupliziert mit Steuerung D, gedreht und gesetzt. Dann eine Glasplatte draufgesetzt, das heißt eine Plane, die ein stark durchsichtiges Material bekommen hat. Den Mesh Collider der Plane habe ich entfernt, durch den Box Collider ersetzt, damit die Kugel da nicht durchschlagen kann. Außerdem habe ich aus einem Cube und einem Zylinder eine Führung und eine Art Rücklaufsperre für die Kugel gebaut und beide ein chromfarbenes Material gegeben. Dann hat der Tisch selbst noch einen Mesh Collider bekommen. Beides also mit dem Ziel, dass uns die Kugel nicht mehr abhauen kann, die Glasplatte und eben der Mesh Collider vom Table. Als nächstes habe ich ein leeres Game-Objekt hinzugefügt, es Ball Spawner genannt und dahin gesetzt, wo der Ball später gespawnt werden soll. Dann hier erstmal alle restlichen Skripte, die wir gerade in der Übersicht gesehen haben, habe ich angelegt. Zwei waren ja zuvor schon da. Das Ball-Spawner-Skript können wir gleich auf das Ball-Spawner-Game-Objekt draufschieben. Dann habe ich für das Input-Action-Asset vom letzten Mal einen Ordner angelegt und für die verwendeten Assets aus dem Store habe ich das auch gemacht. Dann zum Action Asset. Mit dem Plus habe ich ein Action Shoot Ball hinzugefügt und dem Binding die Space-Taste gegeben. Anschließend abspeichern, nicht vergessen. So, genug der Vorbereitung, jetzt machen wir wieder was zusammen. Wir bereiten ein Highscore-Fenster vor, in dem erstmal nur unser Play-Button sein wird. Ich gehe in die Hierarchie, dann Rechtsklick, UI, Panel, auf das Panel, anschließend Rechtsklick, UI, TextMesh Pro. Dann diesen Text noch einmal duplizieren und dann Rechtsklick, UI, TextMesh Pro Button. Das Panel bekommt eine Vertical Layout Group und der Button bekommt einen anderen Text. Play, denke ich, ist gut. In das obere Textfeld kommt die Überschrift und in das große Textfeld kommt später die ersten 10 Highscores und die Layout Group muss noch eingestellt werden. Anschließend die Texte eben noch ausrichten und entsprechend beschriften. Anschließend wird aus dem Fenster ein Prefab und aus der Hierarchie kann es entfernt werden.
Bisschen schöner, optisch kannst du dir das dann immer noch selber machen. Durch den Button ist jetzt das Unity Event System hinzugekommen. Vermutlich hast du jetzt hier einen Fehler, dann musst du hier auf das neue Input-System umstellen. Schauen wir uns das Highscore-Skript mal an. Wir brauchen ein paar zusätzliche Namensräume. System brauchen wir, um Actions zu verwenden. Mit Actions kann man Methoden als Parameter übergeben, die dann von einer Methode aus aufgerufen werden können. In unserem Fall nehmen wir als Parameter das, was aufgerufen werden soll, wenn das Highscore-Fenster geschlossen wird. Mit anderen Worten, die Play-Methode vom Pinball-Controller. Wir suchen uns den Button in den Kind-Elementen und rufen über den Listener die Close-Methode auf. Wir nutzen hier eine anonyme Methode, um die Callback-Methode an Close zu übergeben. Dies wird dann beim Schließen aufgerufen. Im Pinball-Controller haben wir zuerst ein enum-ball-state. Mit enums kann man bestimmten Werten einen Namen geben und so Entscheidungen treffen, ohne immer die Zahl im Kopf haben zu müssen. Das ist viel anschaulicher, als würde man die Zahl direkt in einem Vergleich verwenden. Dann brauchen wir die Anzahl der Leben und des Highscore Window Prefab, das wir gerade gemacht haben eben. In der Property Current Ball State ist der momentane State des Bytes gespeichert. Properties erkennst du an den Accessors Get und Set, denn Properties sind keine Variablen, obwohl sie so aussehen auf den ersten Blick, sondern Methoden, die als Schnittstellen zwischen den Klassen dienen sollen. Einfachen Feldern einen Public-Zugriffsmodifizierer zu geben, wie das in Unity leider so oft gemacht wird, widerspricht einer fundamentalen Grundregel der objektorientierten Programmierung, der Kapselung. Um Felder im Unity-Inspektor sichtbar machen zu können, gibt es das Attribut SerializeField. Dazu braucht man Public nicht. Am Anfang zeigen wir gleich das Highscore-Window an. Zuerst wird es instanziert und hier unten wird die Set-Methode der Highscore-Klasse aufgerufen. Das Play hier ist das Action, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Also die Methode Play wird aufgerufen, wenn das Fenster geschlossen wird und der Ball wird gespawnt und Current Ball State wird auf Shoot Position gesetzt, wenn hier ein True zurückkommt von der Methode BallSpawner.spawn. Kommen wir jetzt genau zu dieser Klasse BallSpawner. Na klar, wir brauchen das Ball Prefab, dann die Abschusskräfte Delta und Max, ein Image, um die momentane Kraft anzuzeigen, und natürlich brauchen wir den Pinball-Controller. Die Update-Force-Variable, die ist true, wenn wir die Kraft hochzählen. Immer daran denken, Time.DeltaTime zu verwenden, damit das Hochzählen von der Framerate unabhängig ist. Der Force Indicator, also das Bild, wird über den Fill-Amount gesteuert, also je höher, desto mehr wird vom Bild angezeigt. In der Spawn-Methode wird natürlich eine Instanz von Ball erzeugt und der Variable Ball hinzugefügt. Durch die Abfrage, ob die Variable null ist, wird also sichergestellt, dass nur ein Ball im Spiel sein kann. Am Ende erfolgt mit Return die Rückgabe, ob das Spawn geklappt hat oder nicht. In der Shoot-Methode wird der Tastendruck der Space-Taste angenommen. Beim ersten Drücken wird die Freigabe gegeben, die Kraft hochzuzählen, und beim Loslassen wird der Ball losgeschossen. Jetzt müssen wir also nur noch den Force Indicator machen, also UI Image. Hier ist es wichtig, bei Render Mode World Space einzustellen und die Kamera zuzuweisen. Dann dem Indicator Image einen Sprite zuweisen. Ich habe mir dazu weißes Bild 64x64 gemacht. Das Bild muss vom Typ 2D UI sein. Und am Ende Apply nicht vergessen. Wir müssen Image Type auf Fill stellen und Fill Method auf horizontal. Und dann die Größe zu einem Balken verkleinern
und die Position und Rotation des Bildes so einzustellen, dass es neben der Abschussvorrichtung positioniert ist. Das einfachste ist, erstmal das 2D wieder rausnehmen, falls du das drin haben solltest. Und dann klickst du einfach die Ecke an, wo das hin soll. Das wäre die Ecke hier. Kopierst du die Position. Dann gehst du auf das Canvas und fügst die Position hier hinzu. Jetzt kannst du die Rotation ändern und die Größe. Jetzt der Ball-Spawner-Komponente seine Ressourcen zuweisen. Das Gradient noch einstellen. Und im Player Input im Pinball Table bei den Events noch die Shoot-Ball-Methode vom Ball-Spawner verbinden. Wenn du Shoot Ball hier nicht hast, musst du nochmal ins Action Asset gehen und schauen, ob du die Action hinzugefügt hast. Dann natürlich noch das Highscore-Window dem Pinball-Controller geben und im Prefab vom Highscore-Window noch das Skript draufziehen für Highscore. Im Ball Spawner den Fill Amount vom Indicator Image anfangs auf 0 setzen, damit der vorm Schießen also nicht zu sehen ist. So, und nun müsste das alles laufen. Du müsstest starten können und mit der Space-Taste schießen können. Wenn du Fehler hast und sie nicht findest, dann schreib mir einfach in den Kommentaren. Ich antworte gern. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.